Ich mache heute für euch gefüllte Donuts und was wir dazu brauchen, zeigt Martin euch einmal. Die Mengenangaben, die verlinke ich wieder unten in der Infobox. Also Mehl, weiche Butter, Salz, ein Ei, meinen selbstgemachten Vanillezucker, da könnt ihr aber einfach die Tütchen auch nehmen in Deutschland. Trockenhefe. Für den Zucker nehme ich den normalen und den braunen. Ich mische das immer, weil nur den braunen nehmen, der Geschmack ist zu intensiv. Und lauwarme Milch. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Dann geben wir als erstes das Mehl hier in die Schüssel. Die Rauchbombe immer. Dann die Butter. Das Salz. Eigentlich alles zusammen in die Schüssel hier rein. Nichts einzeln. Und das kommt jetzt alles in die Maschine. Da kneten wir den Teig dann, bis er nicht mehr am Rand klebt. Das kann ein bisschen länger dauern. Der Teig ist jetzt bei mir eine Viertelstunde durchgeknetet worden. Den können wir jetzt rausholen. Knetet ihr nochmal einmal kurz von Hand durch. Und dann darf er eigentlich schon ruhen. Der ist auch mega fluffig, der Teig. Dann klebt er doch noch ein bisschen, aber ist ja nicht schlimm. So, das war's. Bisschen Mehl noch in die Form, oder in die Schüssel. Dann kann er jetzt nämlich in Ruhe gehen. Und in der Zwischenzeit wasche ich einmal kurz die Hände und dann schneiden wir da eben die Schokolade. Wir füllen die heute mit Schokolade. Ihr könnt die natürlich füllen mit was auch immer ihr möchtet. Ich mache mir extra kleine Stücke, weil das muss ja nachher beweglich sein. Eigentlich, ja, hier sind jetzt halt die einzelnen Stücke. Da mache ich dann immer ein halbes von. Habe die nämlich extra ein bisschen früher aus dem Kühlschrank genommen, dass ich die besser schneiden kann. Und jetzt, bis gleich der Teig fertig ist, kommen die nochmal in den Kühlschrank, weil sonst packt man die an und dann ist die Schokolade überall, nur nicht in den Donuts. Aber das kriegen wir schon hin. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Sieht schon sehr gut aus. Keine Angst, das ist kein Dreck, das sind die Vanillestücke. Den stürzen wir uns jetzt hier auf das Mehl und teilen uns den in 16 Stücke. Ich mir den nur einmal eben ab. Das sind dann 46 Gramm ungefähr pro Stück, bei mir jetzt. Das Ganze wirkt ein bisschen mühselig, aber so kann man sich eigentlich sicher sein, dass das Endergebnis ziemlich gleich bleibt dann. Dass das alles vernünftig auch gehen kann. Jetzt kommen wir uns rollen.
Guck ungefähr, dass die so lang werden, wie man sie nachher haben möchte. Das ist schon zu viel Mehl hier. So. Dann rolle ich mir das hier aus. Ungefähr so die Größe. Nicht zu dünn den Teig nachher, sonst reißt das wegen der Schokolade. Wenn ihr jetzt irgendwas mit etwas anderem füllt, dann geht das natürlich, aber die ist halt scharfkantig. Da kann das sein, dass die euch dann vielleicht reißt, oder der Teig. So. Ja, will nicht ganz. Dann räumen wir uns das ein. Vorsichtig. Das zwicken wir einmal so zusammen. Und verbinden das oder kneten das halt zusammen, dass wir auf einen Donut kommen. Das ist das, was ich gerade meinte mit den scharfen Kanten. Aber das ist jetzt nicht ganz so wild. Größere müsstet ihr ja dann halt ein bisschen verschließen. Ja. Und das macht ihr dann jetzt mit allen. Ich habe mir jetzt noch hier so einen Teller mit Wasser zur Hilfe genommen, damit der Teig ein bisschen besser zusammenklebt. Dann mache ich jetzt einfach hier den Teig ein bisschen nass und verbinde das alles. Wie ihr seht, ich bin jetzt auch fast fertig. Wenn ihr alle Donuts gefüllt habt oder fertig gefüllt habt, dann lasst ihr die nochmal so ungefähr 20 Minuten gehen und fangt halt beim Frittieren mit den ersten an. Wenn ich jetzt gleich fertig bin, kann ich halt auch in der Zwischenzeit dann schon mal das Öl heiß machen. Ja. Ach ja, und ich habe 2 Tafeln Schokolade gebraucht. Ich Wie wusste viel nicht, Gramm hatte eine? ich glaube 80. Also ich wusste jetzt nicht genau, wie viel ich brauche. Aber ist ja auch je nachdem, wie viel man da reintun möchte. Genau. Viel hilft viel. Ja, aber zu viel macht auch den Teig kaputt. Aber mit dem nassen Teig hält das besser. Oder lässt sich besser verschließen. Ja, theoretisch könnte man das ja auch so füllen mit diesen komischen Schokostreuseln oder so, was man so kaufen kann. Ja, du kannst das ja auch mit flüssigen Sachen füllen. Also heißt flüssig jetzt nicht. Ich sag mal so, wenn man mit Mousse oder so füllt, geht das natürlich auch. Oder mit Nutella oder sowas könnte man ja auch nehmen. Ne? Also da sind die. Das haben wir leider jetzt gerade nicht. Genau, da sind ja die Möglichkeiten unbegrenzt. Fantasie ist offen, da könnt ihr hier unten mal in die Kommentare schreiben, mit was ihr die so alle gefüllt habt und wie das Ergebnis war. Und ihr könnt die natürlich dann auch verzieren, wie ihr möchtet. Ich mache es jetzt mit Puderzucker. Ihr könnt natürlich auch normalen Zucker nehmen, ihr könnt braunen Zucker nehmen. Ihr könnt Zucker und Zimt mischen. Dann könnt ihr eine Glasur machen, also komplett mit Schokolade, mit weißer, mit brauner, mit dunkler, mit brauner. Mit ein bisschen drüber streuen. Also ich sage, da ist absolute Vielfalt gefragt. Und hier seht ihr schon, die ersten sind schon gut aufgegangen, deswegen maximal 20 Minuten. Wenn ihr die dann fertig habt, sind die anderen dann nämlich auch soweit. Reicht eigentlich ziemlich genau, um das Fett dann heiß werden zu lassen. Dann sehen wir uns gleich beim Frittieren. Es ist soweit. Die Donuts sind aufgegangen und das Fett ist heiß. Jetzt kommen sie. Jetzt dürfen sie baden. Immer mit dem Unterteil nach oben in die Pfanne oder in den Topf
wie auch immer ihr frittiert. Vier müssten eigentlich passen hier. Das lasst ihr jetzt so lange da drin, bis das goldgelb ist. Und dann dreht ihr das um. Und dann sind die eigentlich schon fertig. Ja, die sehen gut aus. Die können wir drehen. Wieso tropfe ich den Deckel? Da ist echt keine Feuchtigkeit dran. Na, Oh, die sehen wirklich schön aus. ich brauche gleich noch eine Gabel, weil das ist leicht kompliziert mit dem Sieb. Oh, die sehen gut Oh aus. ja, Ah, die Vorfreude wird immer größer. oh ja. Den Deckel braucht man immer nur beim ersten Mal. Beim zweiten Mal, wenn die gedreht ist, braucht man den nicht mehr. Ich hole mal eben eine Gabel. Wir sind fertig zum Rausholen. Natürlich einmal die Seite. Na? Ja. Man sieht auch schon hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht, an der Seite die Schokolade. Die schimmert so ein bisschen durch. Na, jetzt auf dem Zewa, damit er ein bisschen abtropfen kann. Ne? Genau. Weil sonst sind die zu fettig. Also mir zu fettig. Leider schmeckt eigentlich alles aus der Fritteuse besser, ne? Das ist wohl wahr. Und ich habe erst mal den Ranz hingekriegt. Das freut mich. Jetzt machen wir die nämlich sofort mit Puderzucker, solange die noch heiß sind. Oder solange der noch kleben bleibt. Puderzucker ist wirklich aus Puder. Die letzten Donuts sind fertig. Ich wollte schon Berliner sagen. Zu viele Berliner in letzter Zeit gemacht. Die sehen auch gut aus. Jo, ich wollte gerade sagen, die sehen auch richtig gut aus. Aber warum sollten die jetzt auch anders aussehen wie die letzten? Nie vergessen, den Herd auszumachen bei Fett oder bei Öl. Wichtig. So, ich habe jetzt hier Hälfte, Hälfte gemacht. Hälfte Puderzucker, Hälfte Zucker. Die tue ich da jetzt nochmal rein. So, der letzte ist fertig. So sieht das Ergebnis aus hier. Lecker. Und was kommt jetzt? Probieren. Ja! Ja, dann such dir mal einen aus. Ich nehme einen von den heißen. Und dann verbrenne dir nicht die Schnute. Ich muss nur einmal hier rüber gehen. Okay. Oh, ja. Mehr wie mega. Jetzt stellt das doch. Jetzt hat er schon. Hoho. Geschmacksfernsehen wäre gut. Oh, Die Leute können es ja nachmachen. oh, aber ich empfehle es euch definitiv mit Schokolade. Oh, das ist richtig geil. Und schreibt der Sarah in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Da ist sie nämlich immer neugierig drauf. Oder wie ihr die gefüllt habt. Oder so. Ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Ich will weiter essen. Und ich will auch einen probieren. Außer guten Appetit und macht's nach.